Die Idee hinter der Kooperation mit dem SAE-Institut war die, dass wir doch sehr oft Tonverstärkungen benötigen, immer dann, wenn wir besondere Sprecher dabei haben, wenn wir Sänger dabei haben, auch mal, wenn Gitarre im Orchester besetzt ist. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten bei uns. Übers Jahr verteilt kommt da einiges zusammen. Und es ist immer schwierig, Firmen zu finden, die das gut machen, die das in unserem Sinne gut machen und die dann auch zeitlich verfügbar sind, wenn wir sie brauchen. Das SAE-Institut Leipzig, das ich sofort kontaktiert habe. Dort habe ich zwei wirklich starke Partner gefunden, den Mike Berus und den Leo Baron. Leo Baron ist der Leiter für die Audioabteilung, die wir gebraucht haben, und Mike Berus der Geschäftsführer von dem SAE-Institut. Es ist ein Traum, diese zwei Studenten zu haben, die wir momentan in unserem Haus haben vom SAE-Institut. Beide Jungs machen eine ausgezeichnete Arbeit. Die wurden sofort integriert ans Orchester, sowohl von unseren Musikern als auch durch ihre freundliche Art und Hilfsbereitschaft und Engagement. Also ich kann nur sagen, dass ich wirklich glücklich bin, diese zwei Jungs in meinem Orchester zu haben, die für uns arbeiten, die für uns mit Leidenschaft alles tun und Engagement. Ich habe wirklich, es ist besonders wichtig für mich, festgestellt zu haben, dass junge Menschen so eine Leidenschaft mitbringen für die Musik und unterstützen die Musik, unterstützen die Sächsische Bläserphilharmonie dabei und natürlich lernen sehr, sehr viel bei uns. Also ich mache jetzt noch den Bachelor, um einfach einen staatlich anerkannten Abschluss dann noch zu haben, und mein Ziel ist es auch dann in einem Orchester dann später zu arbeiten. Halt durch die Erfahrung jetzt als Musiker in einem Orchester zu spielen und dann jetzt auch als Tontechniker bei der Sächsischen Bläserphilharmonie zu sein, habe ich halt gemerkt, dass es mich halt erfüllt, mit ganz vielen Musikern zusammenzuarbeiten. Schön ist es, dass ich durch die SAE ein sehr weites Spektrum mitbekommen habe, in verschiedene Bereiche einzutauchen, und von daher ist mir auch das ziemlich offen, was nach der Ausbildung passiert. Ob das jetzt Richtung Film geht, Richtung Game, Live-Musik, Postproduktion, das wird sich noch zeigen, und ich bin da auch sehr offen, mich einfach mal treiben zu lassen und zu schauen, was alles auch kommt. Also mein Name ist Mike Berus, ich bin Campus Manager hier am SAE-Institut Leipzig. Früher hat man Schulleiter dazu gesagt. Bin mittlerweile 12 Jahre hier. Habe auch angefangen als Audio-Supervisor und Dozent. Habe später den Campus koordiniert als Coordinator, also das heißt Dozenten gebucht, Raumpläne gemacht etc. Dann war ich ein paar Jahre lang Audio-Fachbereichsleiter. Und als ich dann Campus Manager geworden bin, habe ich das an Leo übergeben. Genau. Mein Name ist Leonard Baron. Ich bin der Fachbereichsleiter für den Bereich Audio Engineering, also Tontechnik, am Campus Leipzig. Ich bin seit, ich muss jetzt lügen, 10 Jahren an der SAE, als Student erst natürlich auch, dann hier meinen Bachelor gemacht. Also wenn man später im kreativen Mediensektor Fuß fassen will, kommt man nicht an der SAE vorbei. Wir haben ein sehr innovatives Lehrkonzept, das ist sehr praxisorientiert. 80% unserer Lehrinhalte werden praktisch vermittelt. Dafür haben wir diese Studios, dafür haben wir das Equipment. Unsere Studenten werden bei der Praxis auch betreut von unseren Mitarbeitern. Das heißt, hier wird niemand allein gelassen. Und ja, ich glaube, dass man die Inhalte und die Skills, die man braucht, um später in der Industrie Fuß zu fassen, kann man nur praktisch erlernen. Wir wollen niemanden auf den Markt schicken, der nur rein theoretische Kenntnisse hat, sondern die Leute sollen sofort anfangen können mit Arbeiten. Und das hebt uns schon ab von der breiten Masse. Der Fachbereich Audio Engineering
beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit Tontechnik im Allgemeinen. Das heißt von der Musikproduktion über aber auch Filmvertonungen, Sounddesign, elektronische Musikproduktion und der Vertrieb auch davon. Da bieten wir ein sehr breites Spektrum an Inhalten, die wir vermitteln. Größtenteils natürlich technische Natur. Das bedeutet, man muss seine Handwerkszeuge ja verstehen, kennenlernen und damit umgehen können, um aber im Endeffekt am Ende halt Inhalte zu schaffen, die halt markttauglich sind. Aktuell haben wir knapp 40 Studenten im Fachbereich Audio Engineering, die bei uns studieren. Das schwankt natürlich auch immer je nach Frühjahrs- und September-Kursstarts, aber so die Größenordnung 40 Studenten mit einer durchschnittlichen Kursgröße von 10 bis 15, vielleicht mal 16, 17 Studenten, sodass man also im Lehrumfeld also auch immer kleine Kursgrößen hat und die individuelle Betreuungsrate dadurch halt natürlich extrem gut funktioniert. Die Studenten, die momentan mit euch arbeiten, sind hochzufrieden. Also das ist natürlich toll, weil sie erstmal Praxiserfahrung haben, die besser nicht sein könnte, weil es halt wirklich in der echten Welt, im offenen Feld sozusagen passiert. Und ich sage mal, die Haube des Studiums, die ja schon sehr praxisorientiert ist, da noch weggenommen wird und die Leute wirklich mit den echten Problemen konfrontiert werden, die man halt dann hat. Und das ist eine Lehrerfahrung, die man nicht vergleichen kann. Sie sind hochzufrieden. Es kam zu einer ganz wunderbaren Kooperation und Zusammenarbeit. Wir hatten jetzt vor kurzem erst wieder ein Gespräch mit dem Leiter des SAE-Institutes, der uns wieder zugesichert hat, dass wir auf dieser Basis gerne weiterarbeiten können, dass wir regelmäßig 2 Studenten zur Verfügung gestellt kriegen. Das heißt, wenn einer von den beiden, die das jetzt dieses Jahr betreut haben, seinen Abschluss gemacht hat, dann wird es einen neuen geben, der sich wieder einarbeiten kann. Und das hat einfach ganz, ganz großen Spaß gemacht, so diesen ersten Wochen zu begleiten. Die Jungs haben sich ganz herrlich eingearbeitet, das Orchester hat die Jungs geliebt, die Jungs haben das Orchester geliebt. Das war also, glaube ich, eine ganz fruchtbare Zusammenarbeit und vor allen Dingen waren wirklich alle, was die Tonqualität, die dabei rauskam, extrem glücklich und zufrieden. Also das war ein ganz tolles Erlebnis für uns und insofern auch von uns der große Wunsch, dass wir diese Kooperation fortsetzen können. Und fürs SAE-Institut geht es, glaube ich, den ähnlichen Weg und Gedankengang, dass die sagen, das ist eine ganz tolle Erfahrung, die unsere Studenten da machen können, so ständig an der Praxis zu arbeiten, immer mit dem gleichen Ensemble zu arbeiten. Das bietet wirklich so eine Plattform, sich auszuprobieren und auch da war einfach der Wunsch, dass man das weiter fortsetzt.